Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Dart und Flutter. Heute natürlich mit wieder mal Layouts. Wir haben schon einiges kennengelernt. Wir haben bereits die List View kennengelernt. Wir haben bereits rausgefunden, wie man hier mit Rows und Columns vernünftig arbeitet. Aber ich muss zugeben, aktuell ist es ein bisschen ungesund geworden und sehr unübersichtlich. Und deswegen, wir wollen ja auch noch andere Widgets kennenlernen. Deswegen bauen wir uns hier mal eine neue Dart-Datei, also in lib einfach New Dart File, und hier sagen wir, es soll natürlich um Layouts gehen, also nennen wir die Datei auch layouts.dart. So, und hier wollen wir jetzt quasi diese Build-Body-Funktion ersetzen. Das heißt, wir schreiben uns eine neue Funktion, die einfach nur ein Widget zurückgibt. Widget, und wir nennen sie einfach mal Main-Widget erstmal. Das ist erstmal das Widget, das hier verwendet werden soll. Und ja, was wollen wir denn machen? Wir wollen hier ein Return. Und ja, lasst uns hier einfach mal was relativ Simples von hier unten kopieren. Zum Beispiel diese Row hier. Lasst uns einfach mal diese Row kopieren. Dann haben wir was, mit dem wir vertraut sind, mit dem wir anfangen können. Eine Row ist nämlich auch ein Widget. So, hier hinten dran muss natürlich ein Semikolon. Und im Endeffekt ist das jetzt nichts weiter als eine Row, die hier verwendet werden kann, statt diesem Build Body, was wir hier aktuell drin haben. Okay, wie machen wir das? Naja, wir machen hier erstmal einen Kommentar rein. Ups, Kommentar rein, dass wir das nicht mehr brauchen. Und jetzt wollen wir aus layouts.dart wie haben wir sie genannt? Main Widget. So, die Funktion wollen wir jetzt hier verwenden. So, danach kommt ein Komma. Und wir sehen hier oben auch übrigens, wir haben hier auch automatisch aus der Demo-App /layouts.dart das Package importiert. Das heißt, wir haben jetzt Zugriff auf die Funktion hier drin. So könnt ihr wunderbar neue Widgets oder eben neue Klassen oder was auch immer ihr braucht, Funktionen, Klassen, es muss nicht alles innerhalb einer Klasse sein in Dart, könnt ihr auslagern in separate Dateien und so das Ganze deutlich übersichtlicher halten, als es aktuell in unserer Main Dart der Fall ist. Es tut mir auch sehr leid. Ja, ich wollte euch das eigentlich schon früher zeigen, aber irgendwie, nicht so ganz, ne? So, wo ist mein... Hier haben wir den Run. Der Run hat jetzt aktuell 2 Libraries neu geladen. Dürfte klar sein, warum, weil wir die Layouts.dart natürlich neu haben und in der Hauptdatei main.dart haben wir auch was geändert. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Jetzt haben wir hier Welcome to my Superhero Picker. Das ist das, was hier oben drauf steht, beziehungsweise nein, das ist nicht das, was hier oben drauf steht. Das ist der Superhero Name Generator sagt mir das, und der Superhero, hier, genau, das ist quasi der Welcome to my Superhero Picker, und jetzt wird allerdings hier nicht mehr diese List View angezeigt im Homescreen, sondern es wird direkt das Main Widget angezeigt. So, und jetzt kann ich hier mit euch weitermachen, weil wir hier natürlich jetzt die Möglichkeit haben, alles Mögliche zu tun. Das ist aber erstmal, wie ihr Sachen auslagert in separate Dateien, und ja, ich glaube, das ist etwas, was man immer machen sollte. Deswegen lasst mich in diesem Video hier auf diesen Aspekt eingehen, dieses Auslagern in separate Dateien. Wann sollte man das eigentlich machen? Nun, wenn man es genau nimmt, sollte man hier eigentlich sehr viel auslagern. Wir haben hier, wenn wir nochmal ganz kurz uns den Code angucken, den wir bisher hatten, wir haben hier gesagt, okay, wir schreiben uns eine Klasse. Die ist quasi eine App. Okay, soweit, so gut. Jetzt haben wir hier eine Klasse, die der Superhero Name Generator ist. Das hier sollte eigentlich in eine separate Klasse, in eine separate Datei, weil das ist ja schon in einer separaten Klasse, also sollte es eigentlich auch in eine separate Datei. Okay, wir lassen das jetzt hier allerdings mal trotzdem drin, damit ich euch nicht komplett verwirre, wenn ich eben euch am Ende diesen Code zur Verfügung stelle. Dann haben wir hier gesagt, okay, wir wollen Boden-Superhero Name instanzieren. Ja gut, Boden-Superhero Name ist auch eine eigene Klasse. Das heißt, eine eigene Klasse sollte bitte auch in eine eigene Datei. Und ja, das ist eine längere Klasse als das bisher, aber das macht eigentlich auch nichts. So, dann haben wir hier unten immer noch dieses Widget gebaut und so weiter, dieses Void Push Example, und hier haben wir jetzt offensichtlich auch was getan, nämlich wir haben ein Scaffold gebaut, das hier eine App-Bar uns liefert, und ja, das ist im Endeffekt dieser neue Screen. Das sollte auch erstmal in eine neue Datei. Das hier ist ein Scaffold, ja, das kann man auch durchaus auslagern in eine separate Funktion, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, Main Widget, ja. Ich könnte mir hier auch einfach Main Widget reinschreiben und das hier in meine Main Widget Funktion auslagern. Das machen wir mal ganz kurz als kleines Beispiel. Das heißt, wir sagen hier Widget, nein, wir machen das tatsächlich in eine separate Datei. Und zwar sagen wir hier New Dart File
Detailed Superhero Info. Ja, das ist ja quasi das, was wir eigentlich damit machen wollten. Und haben dann hier offensichtlich eine neue Datei. Die Pupspec brauchen wir eigentlich gerade nicht mehr. Und dieses Ding hier, dieses Scaffold, das geht sehr, sehr weit. Also zum Glück werden mir ja hier direkt was angezeigt, wie zum Beispiel hier, bis wohin es geht. Ja? Das ist das Ding hier. So, das packen wir jetzt hier in eine komplett neue Funktion. Widget Superhero Details. So, okay. Jetzt haben wir hier quasi das alles und wir müssen das natürlich noch returnen. Und Widget müssen wir noch importieren. Import Library Material.dart. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier natürlich das Problem, unser Superhero Name, der ist leider ein Parameter gewesen. Wie zur Hölle kriegen wir den jetzt hier rein? Nun, wir können natürlich in Dart auch Parameter angeben. Hier zum Beispiel String Superhero Name. Ja? Das heißt, ich kann hier einfach sagen String Bodenstrich Superhero Name. Achte darauf, dass die Schreibweise hier dieselbe ist. Und ja, jetzt kann ich hier einfach diese wunderbare Funktion verwenden. Das heißt, ich kann hier drin sagen, return nicht irgendwelchen riesigen, langen Code, sondern einfach Superhero Name. Superhero Details? Wie habe ich es genannt? Sekunde. Superhero Details. Sorry. Superhero Details meine ich natürlich. Superhero Details. Wird automatisch reingepackt und naja, Bodenstrich Superhero Name, das ist ja genau das, was wir hier schon als Parameter haben. Können wir uns eigentlich auch sparen. Wir können hier direkt den Superhero Name reinstecken und können uns diese Zeile hier auch sparen. So, gleich viel aufgeräumter, oder? So kann man tatsächlich dafür sorgen, dass sein Code noch weiterhin sehr gut lesbar ist. Und ja, das hier, das ist noch in Ordnung. Das kann man so lassen. Im Zweifel kann man hier sogar hergehen und die Column bzw. die Rows vielleicht auslagern, wenn es dann irgendwann zu kompliziert wird. Aber eben auch in schöne separate Dateien, damit man hier immer den Überblick hat. Okay, und wenn ich das jetzt hier starte, würde ich im Endeffekt immer noch genau dieselbe App vorfinden wie davor auch. Aber ich als Programmierer habe natürlich deutlich weniger, an was ich denken muss, weil ich natürlich hier diese Dateien einfach separat habe und hier nicht mehr mir, naja, 10 Stunden lang alles durchlesen muss. Und ja, ich kann hier sehr einfach sehen, was genau wozu gehört, viel schneller als davor. Ich kann einfach sagen, ah, okay, das ist hier drin, ja, super. Und ich habe in dieser Main einfach alles zusammengeholt, ja. Und dadurch wird das Ganze gleich sehr viel nützlicher. Okay, das als kleiner Einschub. Nächstes Mal geht es natürlich wieder weiter mit den Layouts und wir können hier unser Main-Widget ein bisschen aufwendiger gestalten. Wir haben dieses Mal nicht so viel Code geschrieben, aber wir haben aufgeräumt und das ist auch sehr, sehr wichtig. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Hat dir meine Dart- und Flutter-Reihe aktuell gefallen? Dann überleg doch mal, ob du in dem Bereich vielleicht sogar arbeiten möchtest, denn das geht tatsächlich mehr oder weniger einfach für dich. Und zwar kannst du einfach bei Get in IT dich registrieren und dort gibt es aktuell über 5600 Jobs und es ändert sich jeden Tag. Meistens kommen allerdings mehr dazu als weggehen und dort einfach mal ein Profil anlegen. Kostet dich überhaupt gar nichts und am besten natürlich hier alles ausfüllen. Das heißt, was für Kenntnisse du hast, zum Beispiel Dart, Flutter, Python, TypeScript. Mal sehen, was du da alles reintragen kannst und in welchem Level das auch wirklich alles ist. Und ja, dann kannst du einfach hier noch deine Perspektiven, Studium, Ausbildung, Praxiserfahrung, Lebenslauf etc. alles hochladen und dann musst du nichts weiter tun, als ein bisschen zu warten, denn dann bewerben sich die Firmen bei dir. Und das ist ganz toll, denn du musst hier nicht weiter irgendwie Bewerbungen schreiben, dir Firmen raussuchen, sondern die Firmen schreiben dich an und du überlegst dir dann einfach, hey, passen die zu mir oder passen sie nicht? Und ja, bislang haben wir eine sehr hohe Erfolgsrate, denn die Kooperation mit Get in IT läuft schon eine Weile und ich bin tatsächlich sehr glücklich darüber, dass ich schon vielen von euch zu einem Job verhelfen konnte. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Okay, in dem Sinne war es das von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dann. Ciao.